Erstens mal gibt es ja viele Scammer. Sehr viele. Und zweitens, gibt es ja, also ich meine, bei Prolis ist das definitiv nicht so, also das ist definitiv Scam. Aber es gibt Items, die du halt nur für F-Coins bekommst zum Beispiel. Und wenn das zusätzlich auch noch Items sind, die jeder haben will oder die eine große Beliebtheit, große Nachfrage haben, zum Beispiel F-Coin Flask ist so ein gutes Beispiel dafür. Oder sogar Party Scrolls oder sogar Ultimate Scrolls vielleicht. Das sind so Items, die kannst du eigentlich immer für über Cashkurs verkaufen. Und dann kannst du immer sagen, ja, es ergibt ja gar keinen Sinn. Wenn ich jetzt F-Coin kaufe, kriege ich es günstiger, sogar viel günstiger vielleicht. Und ja, das ist so. Es gibt aber aus irgendeinem Grund Leute, denen das vollkommen egal ist. Und die es trotzdem kaufen, auch wenn sie wissen, dass es komplett überteuert ist. Wie gesagt, Products, sehr schlechtes Beispiel, weil Products durch Violet Drops eigentlich sowieso, wie sagt man, reguliert werden im Preis. Also dadurch, dass man sie auch ohne F-Coin kriegen kann und verkaufen kann, ist es bei Products eigentlich nicht so, dass die so krass steigen oder so krass über Wert verkaufen können, dass es auch überhaupt Sinn ergibt. Also eigentlich ergibt es überhaupt keinen Sinn bei Products. Aber dann gibt es halt noch die Schiene Scammer. Du darfst halt niemals die Scammer vergessen. Also Leute, die einfach Sachen für viel zu viel Penny in den Shop tun und einfach hoffen, dass irgendein Trottel vorbeikommt, der keine Ahnung hat, was es wert ist und es einfach kauft und sie dann ihr Geld damit machen. Aber es gibt schon Beispiele, wo du tatsächlich deutlich mehr als den Cashkurs verlangst für ein Item, das halt einfach extrem hohe Nachfrage hat. Und ich meine, das habe ich auch schon gemacht, wenn du dann echt einfach keinen Bock hast, nach jemandem zu suchen, der F-Coin verkauft, oder du findest einfach niemanden, der F-Coin verkauft, und du willst jetzt aber nur ein Item zum Beispiel, du willst nur ein Item für 100 F-Coin, dann sagst du dir, scheiß auf die eine Mio, scheiß auf die 2 Mio, ich kaufe es jetzt zu einem viel zu hohen Kurs, aber ich kaufe halt nur ein Item. Aber wenn das halt am Tag 100 Leute denken, dann macht der Reseller, Schrägstrich Scammer, halt ultra den krassen Profit. Und jeder Einzelne denkt sich, naja, ich habe ja nur eins gekauft, so. Also ja. Es ist schwierig. Schwierig. Edit Changes sind ein gutes Beispiel. Die meisten kaufen lieber einzeln, statt gleich für 1K einzukaufen. Ja, das ist echt ein gutes Beispiel. Es macht schon Sinn, weil ich meine, wofür will ich jetzt 10 Edit Changes, wenn ich nur 1 brauche? Und da ist natürlich auch dann kein Bock, die anderen 9 zu verkaufen. Schon. Also es ist 25% teurer. Du kriegst quasi einen Stein geschenkt, wenn du alle 5 kaufst. Also ich sag mal so, wer wirklich das Langzeit-Game zockt, muss eigentlich immer die 5er-Box kaufen. Weil es wird ja, also der nächste Dungeon wird ja 1000%ig nicht Wind sein. Kannst du eigentlich Brief und Siegel, oder kann ich dir Brief und Siegel geben, dass der nicht Wind sein wird? Würde einfach keinen Sinn ergeben. Das heißt, der nächste Dungeon, der released wird, könnte Erde sein, Wasser, Blitz. Das heißt, ein anderer Alice Stone wird wahrscheinlich extrem attraktiv, extrem populär, extrem teuer werden. Und du könntest ihn jetzt schon sammeln, extrem günstig, oder eben einfach über die anderen Boxen. Und dann kriegst du den Feuerstone, der jetzt aktuell der begehrteste ist. Alle anderen kriegst du auch. Und hast schon mal die Absicherung für den zukünftigen Dungeon, kannst schon mal die Erde Upcut Stone stacken. Und wenn er dann released wird, kannst du sie für ultra viel Geld verkaufen. Und einzeln kannst du sie jetzt auch schon aufkaufen. So Erdesteine oder so, die wahrscheinlich einen Bruchteil vom Feuer kosten. Kannst du jetzt auch schon aufkaufen. Und, ja, stacken. Ist natürlich riskant. Erstens weiß man nicht, wann der neue Dungeon kommt. Zweitens weiß man nicht, welches Element er jetzt genau hat. Also du kannst jetzt nicht sagen, brauchst jetzt Blitzsteine, Erde. Also du müsstest alle 4 kaufen. Also abgesehen von Feuer halt. Feuer wird es höchstwahrscheinlich nicht werden. Es wäre so lustig, wenn es aber nochmal Feuer wird. Wind meine ich, so dass nochmal Feuersteine gebraucht werden. Es wäre actually hilarious. Da sie ja aber doch den Flive-PC-Weg gehen und die Dungeons erstens vom Element her die gleichen Elemente wie die PC-Dungeons haben, fast, oder? Ist irgendeine Ausnahme? Eigentlich nicht. Also Tranok war in Flive-PC auch Wind und jetzt ist er wieder Wind. Das haben sie auf jeden Fall gelassen. Aber ist ja auch egal, also
Damit sichert man sich einfach für die Zukunft ab, theoretisch. Aber es ist natürlich auch verständlich, wenn man jetzt sagt, naja, ich habe jetzt aber keinen Bock, hunderte Millionen Penya oder vielleicht sogar Milliarden, weil wenn du Milliarden in Penya an Upcut-Stones rumliegen hast, Upcut-Stones, hast du wahrscheinlich sowieso ganz andere Probleme. Aber theoretisch, wenn du da jetzt hunderte Millionen Penya in den Steinen hast, klar, sieht jetzt auch nicht jeder so sinnvoll an, weil ja, irgendwann könnte es sich auszahlen oder irgendwann wird es sich wahrscheinlich auszahlen. Aber was juckt mich irgendwann? Ich will ja jetzt spielen und ich will jetzt Kohle haben und ich will jetzt Damage machen. Also, dass das nicht